Hi zusammen, weiter geht es mit dem 5. und vorletzten Teil unserer Serie Umstieg auf Windows 11. In den kommenden Minuten werde ich euch zeigen, wie man den Datentransfer von macOS zu Windows 11 und iOS zu Android vollzieht. Let's go! Um folgendes Setup geht es gerade. Die Daten sollen vom MacBook aufs Lenovo Yoga 9. Dafür sollte man am besten noch eine externe Festplatte zur Hand haben und um die Daten vom iPhone auf das Galaxy Z Fold 3. Beginnen wir mit den Laptops. Um die iCloud-Mail in Outlook zu hinterlegen, klicken wir in Outlook auf das Zahnrad links unten. In den Einstellungen dann auf Konten verwalten, dann auf Konto hinzufügen. Jetzt sehen wir mehrere Optionen wie Outlook oder Gmail. Diese sind einfach hinzuzufügen, iCloud hingegen nicht. Deshalb klicken wir jetzt auf iCloud. Wir werden gebeten, die E-Mail-Adresse und das passende Passwort einzugeben. Ist erledigt und auf Anmelden geklickt. Scheint geklappt zu haben, aber eben nur scheint, denn prompt kriegen wir eine Benachrichtigung, dass etwas nicht stimmt. Obwohl hier steht, dass das Konto erfolgreich eingerichtet wurde, stimmt das nicht. Wir klicken auf Fertig und schließen das Fenster somit. Jetzt sehen wir in roter Schrift, dass eine Aktion erforderlich ist. Das liegt daran, dass iCloud Mail ein App-spezifisches Passwort benötigt. Dafür gehen wir im Browser zum Apple-Account, melden uns dort an, klicken auf Anwendungsspezifisches Passwort und im aufgehenden Fenster auf das Plus-Symbol. Jetzt vergeben wir einen Namen, zum Beispiel Windows 11. Zur Sicherheit geben wir noch einmal das iCloud-Passwort ein und schon haben wir unser App-spezifisches Passwort. Dieses kopieren wir jetzt und gehen zurück zu Outlook. Hier klicken wir auf Einstellungen ändern und löschen das Konto. Ja, löschen. Denn wir werden dieses Mal kein iCloud-Konto einrichten, sondern ein IMAP-Konto. Anders funktioniert es nicht. Ein letztes Mal die iCloud-Mail und das App-spezifische Passwort eingeben und das war's. Jetzt hat es geklappt, das bestätigt auch die Benachrichtigung von Windows 11. Okay, jetzt wollen wir auch den Kalender und die Kontakte umziehen. Dafür exportieren wir sie beim Mac und importieren sie beim Lenovo. Das Exportieren am Mac ist sehr simpel. Wir öffnen die Kalender-App. Dann klicken wir oben im Reiter auf Ablage und danach auf Exportieren. Nochmal auf Exportieren und schon können wir einen Namen vergeben und den Speicherort festlegen. Ich belasse es bei Privat und speichere es auf dem Schreibtisch. Dann ein Klick auf Exportieren. Das war's. Jetzt noch die Kontakte. Wir öffnen die Kontakte-App, klicken auf Ablage, dort auf Exportieren, dann auf vCard exportieren, also ziemlich ähnlich zum Kalender. Jetzt haben wir beide Dateien auf dem Schreibtisch. Gleich werden wir sie auf die externe Festplatte ziehen, gemeinsam mit allen anderen Dateien, die vom Mac auf das Yoga sollen. Beispielsweise Bilder, Videos, Musik und Dokumente. Ganz simples Copy and Paste. Dafür schließen wir die externe Festplatte an, ziehen alle zu kopierenden Dateien auf die Festplatte und fertig. Jetzt werfen wir die Festplatte aus, schließen sie an das Yoga und ziehen all die Dateien auf den Desktop des Yogas. Somit haben wir jetzt alle Dateien, die wir brauchen. Aus diesem Grund gehen wir auf dem Yoga zu Outlook, allerdings zur Webversion im Browser und nicht zur App, melden uns an, klicken links auf den Kalender, dann auf Kalender hinzufügen und dann auf Aus Datei hochladen. Jetzt auf Durchsuchen, Desktop und wir wählen unseren Kalender, den wir von der externen Festplatte auf den Desktop gezogen hatten. Der Kalender vom Mac ist nun in Outlook, beziehungsweise somit auch auf dem Yoga. Das gleiche machen wir auch mit den Kontakten. Wir klicken links auf Kontakte, dann rechts auf Verwalten, dann Importieren von Kontakten. Jetzt auf Durchsuchen, Desktop wählen und dann die Datei, die wir von der externen Festplatte gezogen hatten. Wir haben sämtliche Dateien plus Kalender und Kontakte vom Mac auf das Yoga übertragen. Die iCloud-Mail haben wir mit Hilfe eines spezifischen Passworts im Apple-Konto in Outlook eingerichtet. Genauso richtet man die iCloud-Mail auch in Gmail auf dem Android-Telefon ein, wenn ihr die iCloud-Mail auf einem bereits eingerichteten Gerät nachträglich hinzufügen wollt. Falls ihr ein komplett neues und noch nicht eingerichtetes Android-Gerät habt, dann kopiert einfach sämtliche Dateien vom iPhone auf euer neues Android-Gerät während der Einrichtung. Wie das geht, habe ich euch bereits in einem anderen Video gezeigt. Klickt dafür auf die Karte oben und geht zur Minute 18 und 15 Sekunden.
Wir sind am Ende des 5. Teiles. Im nächsten und letzten Video unserer Serie gibt es das Review zum Lenovo Yoga 9i. Klickt dafür auf die Karte. Bis gleich.